Beach Screen Time, erster Tag, wie man sieht. Bestes Wetter. Man könnte denken, es ist morgen Weihnachten. So, die erste Woche Beat Your Screen Time Challenge ist um. Zeit für ein kurzes Resümee meiner Woche. Angefangen am Montag mit super schlechtem Wetter. Es hat geschneit, es war super kalt, es war super stürmisch. Und zu einem Überfluss habe ich mich ja noch gut abgelegt. Aber nur eine kleine Prellung am Handballen. Ansonsten ist alles gut gegangen. Sprich, es kann weitergehen. Highlight der Woche war auf jeden Fall mein Purzeltag, also mein Geburtstag. Ein paar Freunde waren da, wir waren Radfahren. Das Wetter war gut. Es war auf jeden Fall echt ein schöner Tag mit vielen tollen Geschenken. Und ich bin das erste Mal wieder seit langem mit Freunden Rad gefahren, einzeln voneinander natürlich. Aber auch das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Sprich, das war natürlich auch so ein kleines Highlight für die Woche. Die Woche habe ich geschafft. Meine Screentime ist auf jeden Fall deutlich runtergegangen. Keine Handygames mehr. Es fehlt mir ein bisschen. Aber ich komme schon klar. Ja, bis dahin. So, die zweite Woche Beat Your Screentime ist jetzt um. Auch die habe ich erfolgreich gemeistert. Angefangen ist die Woche leider genauso wie die letzte Woche. Sprich, es hat geschneit, gehagelt, geregnet und es war super kalt und stürmisch. Hat sich die Woche allerdings auch gegeben. Die Sonne kam immer mehr raus. Das hat das Ganze tatsächlich ein bisschen erleichtert. Nichtsdestotrotz merkt man es langsam in den Knochen. Die Beine werden schwerer. Ansonsten bin ich die Woche wieder mit meiner Hündin unterwegs gewesen. Ist mein kleiner Trail Dog. Es macht super viel Spaß mit ihr zu fahren. Sie hat da selber auch super viel Bock zu. Ist immer so ein kleines Highlight für mich. Und das größte Highlight war die Enduro-Tour mit Seppe, meinem Kollegen, seiner Freundin und meinem Freund. Wir waren im Teutoburger Wald unterwegs, haben da ein paar coole Abfahrten genommen. Super geiles Wetter gehabt, die Atmosphäre war super, es hat einfach mega Spaß gemacht. Alle sind heile geblieben und ja, also rundum eine super Tour. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Woche. Ich hoffe, dass ich auch die schaffen werde und wünsche euch noch viel Spaß und bis dahin. Endspurt. Die dritte Woche der Challenge ist nun auch geschafft. Auch die Woche habe ich wieder gemeistert, was mir diesmal tatsächlich aber auch gar nicht so schwer fiel, weil das Wetter einfach mitgespielt hat. Es gab keinen Schnee, Regen, Hagel, Sturm oder sonst irgendetwas. Es gab eigentlich nur Sonne. Ja, wir haben viele Rides gehabt, viele tolle Rides. Wir haben die Sonne genossen. Wir haben die Natur wieder mal richtig genossen. Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Woche war wirklich, wirklich super. Das Beste der Woche war der Besuch bei meinem Dad. Ich konnte ihn eine ganze Weile schon nicht sehen. Jetzt ging es endlich wieder. Ich habe ihn in der Reha besucht. Vorher natürlich einen Corona-Test gemacht, der negativ ausfiel. Für mich natürlich positiv. Also habe ich mich aufs Rad geschwungen, bin in die Klinik geradelt und habe ihn besucht. Er hat sich gefreut. Ich habe mich natürlich auch mega gefreut. Ja, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche auch noch ein paar Mal. Vielleicht kann ich mit dem Rad hinfahren. Mal schauen, was das Wetter sagt. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Und ich hoffe, ich schaffe dann alle 4 Wochen und die gesamte Challenge. Bis dann! Tada! Und schon sind die 4 Wochen der Challenge vorbei. Ich habe alle 4 Wochen erfolgreich gemeistert. Die letzte Woche war für mich tatsächlich die schwierigste Woche. Anfang der Woche war das Wetter noch ganz schön. Da war ich mit dem Rad bei meinem Pferd. Dann schlug das Wetter leider einmal um. Ich bin mit dem Rad wieder zu meinem Dad in die Klinik gefahren. Leider bin ich nass geworden. Es fing wieder an zu regnen. Das Wetter war nicht mehr so schön. Zum Wochenende wurde es einmal zum 1. Mai nochmal ganz schön. Am Sonntag wurde es dann richtig ungemütlich. Es hat geregnet und gestürmt und es war super kalt. Ich bin eine Runde mit einem guten Freund von mir gefahren, dem Danny. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz bin und bleibe ich eher eine Schönwetterfahrerin. Mein Fazit für die Challenge ist auf jeden Fall, dass ich von mir selbst überrascht bin, wie gut ich doch auf mein Handy verzichten konnte und wie einfach es mir doch fiel zu sagen, Handy weg, ab aufs Bike, obwohl das Wetter nicht schön war. Und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft beibehalten kann.